Herzlich willkommen zu einem Blick in unseren Alltag. Wir zeigen dir heute, wie du angelaufene Embleme wieder schön bekommst. Das A und O bei diesen ganzen Emblemen ist einfach die regelmäßige Fahrzeugreinigung und da reicht auch die Waschstraße nicht aus. Wenn Fahrzeuge viel draußen stehen und viel verschmutzt sind und nur in der Waschstraße gewaschen werden, dann backt das richtig um die Embleme an, das korrodiert mit dem Lack und das lässt sich nicht mehr durch einfache Reinigung entfernen. Deswegen zeigen wir dir jetzt in diesem Video die stufenweise Reinigung bis hin zur Politur der Embleme mit allen möglichen Hilfsmitteln, gehen jetzt schon davon aus, dass wir später polieren müssen und deswegen auch gleich etwas gröber bei der Reinigung ran. Wenn du nur reinigen willst, dann sage ich gleich was dazu, dann mach das gleiche, aber mit einem weicheren Pinsel. Dazu jetzt mehr. Ganz genau darum geht's. Wir schauen uns einmal den Vorherzustand an. Wir wollen uns in diesem Video jetzt auf die beiden Rs konzentrieren. Und zwar das erste vom Range und das zweite vom Rover. Da sieht man es nämlich besonders gut, wie die Verschmutzungen sich auch in dem R befinden und um das R herum. Wie gesagt, vorher, nachher ist ja nicht der Fokus, sondern es geht hauptsächlich darum, wie du vorgehst. Nochmal der Hinweis, wenn du nur reinigst, kannst du die Reinigung genauso machen wie hier. Nutze dabei aber einen Ultrasoft-Pinsel, der gerade in Kombination mit starken Reinigern die Pinsel, die wir hier verwenden, leichte Kratzer hinterlassen können, die wir danach wieder wegpolieren müssen. So, im ersten Schritt verwenden wir einen Allzweckreiniger oder auch einen Vorreiniger, um erstmal Schmutz alkalisch zu lösen. Da geht es hauptsächlich wirklich um den normalen Schmutz, der sich so in den Buchstaben gesammelt hat. Nach dem ersten Vorreinigen durch Abkärchern, wo der ganze Sand runter sein sollte, können wir den Vorreiniger aufsprühen und dann mit einem mittelharten Pinsel in diesem Fall einarbeiten. Hier ist wirklich wichtig darauf zu achten, dass die Pinselborsten auch in die Buchstaben kommen und in die Ecken kommen, denn genau nur da sollen sie und können sie auch wirklich wirken, wenn ich da wirklich aktiv mit dem Pinsel arbeite. Gib nicht so viel Druck auf die Oberfläche, damit du nicht das Risiko von Kratzern mit einbeziehst. Wasche auch den Pinsel regelmäßig im Eimer aus, um gelösten Schmutz zu entfernen. Im nächsten Schritt nehme ich einen sogenannten Kunststoffrakel und wicke ihn um ein nasses Mikrofasertuch und arbeite da gezielt, aber ohne Druck nochmal die Kanten nach, um gerade da nochmal ein bisschen mehr Reinigungsleistung zu erzielen. Das reicht leider nicht oder bringt leider nicht viel in den Zwischenräumen, aber gerade um die Buchstaben rum bekommt man da den Schmutz nochmal gut gelöst. Liebe Grüße auch hier nochmal an den Paul von Bart's Performance, der hat den Tipp nämlich mir auch gegeben. Auch für Ritzen und Kanten eignet sich diese Methode optimal. Anschließend spülen wir den Restreiniger und vielleicht verbliebenen Schmutz mit klarem Wasser ab. Du kannst hier natürlich auch einen Hochdruckreiniger nehmen. Ich habe jetzt hier einen Schlauch genommen, weil der zur Hand war. Bevor es weitergeht mit der Reinigung, pusten wir einmal die Buchstaben trocken, beziehungsweise trocknen allgemein die Buchstaben, um einfach mal das Zwischenergebnis zu sehen und auch mal einen Zwischenstand zu sehen, ob wir überhaupt noch weiter reinigen müssen oder das schon reicht. In diesem Fall reicht es leider noch nicht ganz, deswegen nehmen wir das Gegenteil von einem alkalischen Reiniger, richtig einen sauren Reiniger, um auch mineralische Ablagerungen zu lösen. Hier empfiehlt sich wirklich ein Water Spot Remover, weil der ist von der Säure nicht so aggressiv wie jetzt ein saurer Felgenreiniger. Das macht sich deutlich besser, aber er entfernt auch wirklich nochmal so Stains, also festgebackene Anhaftungen. Es reicht nicht immer, aber bei vielen Zuständen oder bei vielen Fahrzeugen reicht es schon, wenn man da arbeitet. Achtung, je aggressiver und stärker der Reiniger ist, desto weicher sollte der Pinsel sein, weil natürlich der Reiniger auch einen Einfluss auf die Lackhärte hat. Und bei diesem konkreten Lack ist das auch so, dass der Lack sehr weich ist. Deswegen nehme ich auch hier im zweiten Schritt einen Ultrasoft-Pinsel. Wie gesagt, wenn du die Buchstaben nur reinigen möchtest, solltest du den generell nehmen und nicht härter als dieser Ultrasoft-Pinsel an den Lack rangehen. Okay, alles was jetzt noch da ist, ist wirklich angebacken, plump gesagt, und muss wegpoliert werden. Wir nehmen hier erstmal eine Schleifpolitur und so ein Schaumstoffreinigungsstäbchen. Das geht auch mit einem Wattestäbchen, aber dieses Schaumstoffstäbchen fusselt nicht so sehr und gerade bei den großen Flächen macht sich das besonders gut. Ich arbeite anschließend nochmal mit einem kleinen, harten Polierschwamm nach, um halt wirklich in die Kanten zu kommen, um die Buchstaben rum. Damit komme ich natürlich nahezu nicht in die in den Kreis oder in die Mitte vom R, aber so um die Buchstaben rum kann ich damit schon mal ein sehr gutes Ergebnis erzielen. Du kannst den auch wie jetzt hier zu sehen oder wie auch zu sehen, mittig falten, dann hast du wirklich nochmal eine bessere Auflagefläche und kommst optimal an die Buchstaben rum. Zwischendurch immer mal mit einem sauberen Tuch abnehmen. Auch hier kannst du dir nochmal den Kunststoffrakel zur Hilfe nehmen, um wirklich in die Kanten reinzukommen und die perfekt sauber zu machen. Wenn noch Schmutz bzw. Politur in den Ritzen ist, kannst du Trockeneis, Druckluft oder auch einen Dampfreiniger nehmen. Achte nur bei dem Dampfreiniger darauf, dass du einen handelsüblichen Dampfreiniger nimmst. Profi-Dampfreiniger mit 180 Grad und mehr Wassertemperatur können den Kleber hier lösen. Das, was hier auf dem Lack kommt, hat nicht mal mehr 100 Grad. Man sieht ja aus, wird sofort wieder flüssig, deswegen ist das hier kein Problem. Dennoch sollte man den Buchstaben kurz Zeit geben, bevor man dran rumruckt, dass der Kleber wieder antrocknen kann. Nachdem wir die Oberfläche wieder getrocknet haben, kommen wir im nächsten Schritt zur Feinpolitur. Auch hier nehme ich einen kleinen Polierschwamm, diesmal einen feinen, und arbeite mit einer
Hochglanzpolitur nochmal nach. Dabei ist natürlich darauf zu achten, dass ich die Schleifriefen oder die kleinen Kratzer, die ich vorher gemacht habe, sei es mit dem Pinsel oder auch mit der Cut-Politur hier vollständig beseitige. Und genauso lange poliere ich auch, bis wirklich alle Kratzer beseitigt sind. Wenn du jetzt noch Rückstände um die Buchstaben rum hast, musst du nochmal zurückwechseln zur Schleifpolitur. Die Finish-Politur dient wirklich nur dazu, die Schleifspuren von vorher zu beseitigen. Letzte Reste nehme ich nochmal mit einem sauberen Wattestäbchen oder Schaumstoffreinigungsstäbchen weg und tada, der Buchstabe ist sauber. Wie gesagt, du hast gesehen, es ist wirklich viel Arbeit. Rechne hier pro Buchstaben locker allein fürs Polieren 10 bis 15 Minuten ein. Okay, und jetzt ein Schritt, der vielleicht einen Tick schneller geht. Das Ganze kann man auch mit einer Poliermaschine machen. Wichtig dabei ist, man muss ein bisschen Erfahrung haben. Man muss die Hitze im Blick haben, also sehr gut ableitende Pads haben. Die Rubis-Pads sind dafür super geeignet in der Größe. Und man sollte aufpassen, dass natürlich die Buchstaben nicht matt sind. Das würde sie natürlich zum Glänzen bringen, wenn man darauf arbeitet. Generell immer mit der Exzenter, dann geht es auch mit der Poliermaschine. Wie das genau geht, zeige ich dir jetzt. Ich wiederhole nochmal den Hinweis, das sollte nur was für erfahrene Anwender sein oder wenn es wirklich nicht mehr drauf ankommt. Hier eine Besonderheit, ich verwende eine Schleifpolitur mit einem weichen Pad. Warum ein weiches Pad? Damit ich nicht zu viel Reibung an den Buchstaben erzeuge, die irgendwie kaputt schmelze und einfach das weiche Pad sich leichter anschmiegt. Achtung, auch das Pad wird danach wahrscheinlich nicht mehr zu gebrauchen sein, weil gerade wenn du um Kanten arbeitest, wird sich das aufriffeln und so ein bisschen aufreißen. Deswegen nimm ruhig ein Pad, was du nicht mehr unbedingt gebrauchen kannst oder rechne einfach damit, dass es danach im Müll kann. Arbeite wirklich mit dem Pad so nah wie es geht an die Kanten ran. Achte darauf, ein überstehendes Pad zu nehmen, also dass die Außenkanten überstehen, damit du nicht mit dem Stützteller an die Buchstaben kommst. Das wäre absolut der Totalschaden, das sollte vermieden werden. Die Ecken und Kanten und die Ritzen, die das Pad natürlich nicht erreicht, können jetzt an dieser Stelle mit einem Wattestäbchen oder auch Schaumstoffreinigungspad in verschiedenen Größen, je nachdem, was nötig ist, bearbeitet werden, um da wirklich in alle Ecken und Kanten zu kommen. Der nächste Vorteil am Polieren mit der Poliermaschine ist, dass wir natürlich auch gleich den Kratzerbereich rund um die Buchstaben, also oberhalb und unterhalb, rauspolieren können und somit gleich einen Arbeitsschritt sparen. Du siehst, es ist teilweise wirklich filigrane Arbeit nötig. Wir nehmen hier so einen Lackausbesserungspinsel und gehen wirklich nochmal in die letzten Kanten, um wirklich ein optimales Ergebnis erreichen zu können im Rahmen der Möglichkeiten. Dazu sage ich aber am Ende nochmal was. Nach dem Cut das Finish, es ist immer wieder das gleiche, hier wirklich ein Ultrasoft-Pad und eine Finish-Politur und machen ganz genau das gleiche nochmal. Wir sollten immer die Hitze im Blick behalten, wir sollten immer darauf achten, dass die Politur nicht trocken läuft und halt wirklich, dass der Polierschwamm übersteht, damit wir keine Schäden an den Buchstaben verursachen. Und jetzt noch die Politur runterwischen und dann das Ergebnis kontrollieren. Ja, wir sehen hier im Vergleich zu vorher ein gutes Ergebnis. Oben ist noch ein ganz leichter Rand, da kann man noch mal rangehen, wenn man möchte, aber insgesamt wirklich ein vernünftiges Ergebnis für das, was es ist. Dazu jetzt noch mal mehr. Bei so intensiv angelaufenen Emblemen geht meine Empfehlung immer dahin, ein neues Emblem zu kaufen. Es kostet je nach Hersteller zwischen 50 und 100 Euro. Ausnahmen bestätigen die Regel, plus das Aufkleben, was vielleicht nochmal eine halbe Stunde oder Stunde ist. Alleine für diese ganzen Buchstaben brauche ich bestimmt 2 Stunden, wenn nicht mehr, um die wirklich vernünftig hinzubekommen. Und perfekt sind sie dann immer noch nicht. Perfekt wird es meiner Meinung nach nur, wenn man die runter macht, poliert und wieder draufklebt. Das ist immer das Auto. Wenn du jetzt aber bei deinem Auto oder beim Kunden das einfach mitmachen möchtest oder der Kunde darauf besteht, dass sie draufbleiben, dann hast du jetzt hier ein paar Möglichkeiten, damit zu arbeiten. Achte immer darauf, da zu variieren mit den Wattestäbchen, mit den Polierpads. Guck, wie du den Cut hinbekommst. Wir haben bei der Rota gesehen, bei dem 1R, dass da sehr viel Cut ist, ein großer Grauschleier, der schwer zu entfernen ist. Das heißt, den Cut würde ich vielleicht von Hand machen und dann das Finish mit der Maschine. Das war hier bei dem R optimal, finde ich. Da gibt es immer verschiedene Spielweisen. Je weicher der Lack, desto komplizierter ist es. Wir haben hier einen sehr weichen Lack. Hast du ein silbernes oder weißes Auto mit hartem Lack, ist das alles super easy, dann kannst du relativ grob sein und den Dreck und das Angelaufene runterschrubben, ohne dass du diese ganzen Spuren hast, die du danach wieder beseitigen musst. Ganz am Ende muss natürlich noch der ganze umliegende Bereich poliert werden, aber das machst du, denke ich mal, wenn du so umfangreich am Emblem arbeitest. Hast du dazu Fragen, schreib uns am besten eine E-Mail. Die Kommentare kriegen wir immer nicht so ganz durch, also am besten eine E-Mail bei Instagram oder WhatsApp schreiben, dann können wir darüber sprechen. Ansonsten viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal. Hau rein.